Wenn ein Fonds keinen Erfolg hat, wird er liquidiert. Wie so eine Liquidation abläuft und was das für Anleger bedeutet, besprechen wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Wenn ein Fonds schlecht läuft oder das Thema nicht mehr zieht, wächst er nicht mehr oder leidet sogar unter Mittelabfluss. Das gilt für klassische Anlagefonds wie auch für ETF. Vor der Liquidation können Anleger ihre ETF-Anteile nach wie vor an der Börse verkaufen. Im Fall von klassischen Fonds redet man von einem Rücknahmeauftrag. Erst am Stichtag der Liquidation wird der Handel eingestellt. An diesem Tag errechnet die Fondsgesellschaft den finalen Nettoinventarwert, faktisch den Verkaufspreis von allen Wertpapieren, die der Fonds gehalten hat. Anleger, die ihre Papiere nicht verkauft haben, bekommen ihren anteiligen Verkaufserlös ein paar Tage oder Wochen später, abzüglich Verkaufsspesen und Verwaltungsgebühren. Die Finanzmarktaufsicht FINMA überwacht den Prozess, sodass alles im Interesse des Anlegers abläuft. Wenn du einen Liquidationserlös bekommst, wird dir einfach Geld aufs Bankkonto gutgeschrieben. Du bist dann selber dafür verantwortlich, einen Ersatz zu finden. Sonst bist du nicht mehr investiert. Manchmal wird ein Fonds stark geschlossen, aber auch mit einem ähnlichen Fonds fusioniert. Der Vorteil ist, du bleibst investiert. Der Nachteil ist, du musst prüfen, ob es immer noch das ist, wo du investiert sein willst. Erfolgreiches Investieren ist ein Marathon, kein Sprint. Gerade unerfahrene Anleger finden den Sprint aber oft spektakulärer. Sie werden einen schnellen Gewinn erzielen. Oft mit Fonds, die in ein Modethema investieren, das gerade Schlagzeilen macht. Entsprechend ziehen so Vehikel rasch Kapital an. Ein gutes Beispiel dafür ist der ganze Hype um die Legalisierung von Cannabis gewesen. Im Jahr 2024 sind gerade mehrere Fonds mit passenden Tickersymbolen wie THCX oder POTX liquidiert worden. In beiden Fällen haben die Anleger in der kurzen Lebensdauer von gut 3 Jahren etwa die Hälfte von ihren Investitionen verloren. Cannabis ist nur eines von vielen Modethemen. Wir haben auf Bloomberg nachgeschaut. Im grössten Markt USA sind im Jahr 2024 insgesamt 169 ETF liquidiert worden. Im Durchschnitt haben sie nicht einmal 5 Jahre überlebt. Wir bei True Wealth nutzen passive ETF, die sich in der Regel seit mehreren Jahren am Markt bewährt haben. Auch eine gewisse Grösse eines Fonds ist wichtig. Wenn ein Fonds weniger als 100 Millionen Franken verwaltet, besteht eine erhöhte Liquidationsgefahr. Natürlich ist die Grösse nur ein Faktor, den wir bei unserer Auswahl anschauen. Außerdem verwenden wir möglichst kostengünstige und liquide ETF. Die sind meistens auch wettbewerbsfähiger und darum weniger anfällig für eine Liquidation. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Wenn es passiert, kümmern wir uns als Vermögensverwalter um den bestmöglichen Ersatz. Hast du schon mal einen Fonds im Depot gehabt, der liquidiert worden ist? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.